Wer das erste Mal Mallorca besucht, wird positiv überrascht. Abseits des Massentourismus bietet die Baleareninsel Naturfreunden und Wanderern vielfältige Möglichkeiten. Der Gebirgszug der Serra de Tramuntana macht Mallorca zu einem reizvollen Wanderziel. Die Kombination aus üppiger Vegetation, einem Gebirge mit alpinem Charakter und dem Mittelmeer geben der Insel eine besondere Note. Der Massentourismus spielt sich weitgehend an den Stränden der Hauptstadt und der Ostküste ab. Wanderer dagegen bevorzugen die Tramuntana an der Westküste. Wir haben uns im kleinen Ort Caimari nahe des Klosters Hug einquartiert. Von hier aus können viele Wanderungen mit kurzen Anfahrtswegen unternommen werden. Die Hauptstraßen zum Kap Formentor, nach Sa Calobra, zur Inselhauptstadt Palma und den Naturstränden im Süden sind alle gut erreichbar. Am Fuß der Tramuntana liegt Caimari. In dem kleinen Ort leben knapp 700 Einwohner. Die Herstellung des kaltgepressten Olivenöls wird immer noch betrieben. Jahrhundertealte Olivenbäume findet man überall in der Umgebung. Zum Olivenfest im November kann man eine alte Ölmühle in Aktion besichtigen, die früher noch mit Hilfe eines Esels betrieben wurde. Im Dorf scheinen die Uhren noch etwas langsamer zu gehen. Gemütliche Gassen schlängeln sich die Hügel hinunter und manchmal scheint es hier menschenleer. Am Marktplatz befindet sich die alte Pfarrkirche aus dem 19. Jahrhundert. Die erste Begrüßung durch die Einheimischen fällt durchaus herzlich aus. Etwa 10 Kilometer entfernt von Caimari befindet sich das 1246 erbaute Kloster Hug. Unsere erste Tour beginnt am Parkplatz des Klosters. Die Wanderung führt über sanfte Hügel zu einem Steingarten mit einem Kamel, durch lichte Wälder wieder direkt zum Kloster. Diese Rundtour ist gut als Einstieg in die mallorquinische Wanderwelt geeignet. Am Kloster angekommen erkennen wir die Schäden des Tornados der letzten Nacht. Das Wetterphänomen Cap de Fibler, auf Deutsch Strubbelkopf, riss auf einer Fläche von über 8000 Quadratmetern die Ziegel von den Dächern der Klostergebäude. 3 Menschen wurden in ihren Klosterzellen verletzt. Der Tornado hat insgesamt Schäden von 1,85 Millionen Euro verursacht. Die Reparaturarbeiten dauerten 2 Monate. Für den ersten Pausentag zwischen 2 Wanderungen begnügen wir uns mit einem Ausflug nach Formentor. Mit Stop and Go geht es hinauf zum nördlichsten Punkt der Insel. Und weil alle nur ein paar Fotos machen, geht's auch schnell wieder runter vom Berg. Den Rest des Tages verbringen wir in Porto Poyensa, einem netten Ort mit einem sauberen Sandstrand. Unsere nächste Tagestour beginnt in Fornalutsch, dem angeblich schönsten Dorf Mallorcas. Der Aufstieg auf den Kamm der Serra de Santorella ist recht lang und teilweise sehr steil. Oben angekommen ist der Übergang zum Pass des Lofre relativ einfach zu finden. Für den schwierigen Aufstieg wird man mit traumhaften Ausblicken belohnt. Der Abstieg durch den Barranc de Binyaray ist sehr beeindruckend und lang. Für diese Tour ist eine gute Kondition absolute Voraussetzung. Die folgende Tour gehört zu den Top-Wanderungen Mallorcas. Sie ist sehr vielseitig und nicht zu lang und schwer. Die Route führt um das Tossals-Fers-Massiv. Sie beginnt am Parkplatz des Stausees Coubert. Nach einem kurzen Aufstieg bieten sich uns imposante Ausblicke auf den Stausee Gorg Blau und den Tafelberg Salcadena. Direkt am Weg befinden sich Wrackteile eines abgestürzten Kleinflugzeuges, dessen Pilot wie durch ein Wunder überlebte. Nach einer seilgesicherten Kletterpassage erreichen wir das Refugi Tossals-Fers. Der Rückweg führt vorbei an einer Wasserleitung mit Blick auf den Puig Major und den Stausee. Als Abwechslung zwischen 2 Wandertagen bietet sich ein Ausflug in die Hauptstadt Palma an. Wir parken in einem Parkhaus am Rand der Innenstadt. Unser Weg führt uns über Plätze mit Kleinkünstlern, durch enge Gassen bis zur Kathedrale.
Im Jahre 1306 wurde der Bau der Kathedrale begonnen und von 1904 bis 1914 wurde der Innenraum von Antoni Gaudí umgestaltet. Der Besuch an einem Vormittag wird wegen des einfallenden Lichtes im Innenraum empfohlen. Das Hauptschiff, das linke Seitenschiff, das rechte Seitenschiff, das zentrale Rosettenfenster. Die Hauptorgel, der Altar und die Allerheiligstkapelle von Michel Barcelo. Auf dem Rückweg machen wir als Kontrastprogramm noch einen Abstecher zum Ballermann. So bietet Mallorca für jeden Geschmack etwas. Die Wanderung am folgenden Tag führt uns auf den Gipfel des Massanella. Wir wählen die sogenannte Normalroute auf den höchsten erwanderbaren Berg Mallorcas. Der Weg zum Gipfel führt über verkarstete Felsen vorbei an der Höhlenquelle Fonte Savenc. Hier ist es angenehm kühl. Der Blick vom Gipfel bietet grandiose Panoramen. Allerdings weht ein heftiger Wind und so halten wir uns nicht lange hier oben auf. Der Abstieg über die Schneeebene Pla de Sarneo birgt einige Probleme. Der laut Wanderführer angeblich leichtere Weg entpuppt sich als riskantes Unternehmen. Der Weg über die Quelle ist in jedem Fall sicherer und sollte vor allem bergab vorgezogen werden. Nach der anstrengenden Tour ist ein Erholungstag am längsten Naturstrand Estrenc eingeplant. Die Hinfahrt zum südlichsten Ausläufer Mallorcas dauert 50 Minuten. Wir haben Glück, das Wetter ist bedeckt, dafür ist der Strand nicht überfüllt. Das Wasser hier ist wirklich türkis. Ab und zu ist ein Flieger da, den man anscheinend mieten kann. Aber ansonsten ist es sehr ruhig und beschaulich. Die letzte Tour ist eine grandiose Wanderung um den Puig Roig. Die 22 Kilometer führen vom Parkplatz des Klosters Lluc über privatem Gelände der Finca Mossa vorbei am Puig Roig und den Nistplätzen der Mönchsgeier am Roca Roja. Hier der Blick nach Sa Calobra. Die 700 Jahre alten Höhlenwohnungen von Es Cosconar wurden von den Arabern erbaut. Der erste Mönchsgeier ist in Sicht. Mittlerweile leben dank einer Stiftung heute wieder 110 von ihnen auf Mallorca. Wir haben auf unserer Tour einige von ihnen gesehen. Mit seinen bis zu 3 Metern Flügelspannweite, 1 Meter Länge und einem Gewicht von 7 bis 12 Kilogramm ist der Mönchsgeier nach dem Bartgeier der zweitgrößte Vogel Europas. Unsere letzte Tour ist damit beendet. Hier noch einige Empfehlungen für weitere Top-Wanderungen. Der Galazzo mit und ohne Gipfelbesteigung, die Wanderung zur Klosterruine La Trappa, das Torrent de Pareil in Sa Calobra, die Hochebene bei Valdemossa.
Abseits des Massentourismus gibt es auf Mallorca noch viel zu entdecken.